Hallo Pfannkuchen. Wissen Sie von der Existenz eines riesigen blutigen Sees? Was sind das für mysteriöse, außerirdische Lichtsäulen, die man im Dunkel des Himmels sehen kann? Und warum leuchten über uns gleich 3 Sonnen? In diesem Video erfahren Sie von 13 der faszinierendsten und mächtigsten Naturphänomene. In den nächsten Minuten werde ich Ihnen etwas zeigen, das den Atem raubt. Machen Sie es sich bequem und wir beginnen. Natron? Schrecklich, aber schön. Im Norden Tansanias erstreckt sich ein mysteriöser See. Sein ungewöhnliches Aussehen schafft manchmal ganze außerirdische Landschaften. Im Laufe des Jahres ändert er ständig seine Farbe und seine Küstenlinie. Fast 35 Meilen lang und 13,5 Meilen breit. Obwohl die maximale Tiefe nur etwa 10 Fuß beträgt. Auf der blutroten Oberfläche gibt es fast keine Wellen. Dabei spazieren ganze Scharen von Flamingos friedlich über das Wasser. Aber um diese Vögel muss man sich keine Sorgen machen, denn dieser Ort ist ihr Zuhause. Das Wasser des Natronsees ist sehr salzig. Jedes kleine Tier oder jeder Vogel, der hineingerät, stirbt und verwandelt sich in eine schaurige Mumie. Die Temperatur erreicht an einigen Stellen des Sees bis zu 122 Grad. Nach Fahrenheit fügen Sie dazu den schrecklichen Geruch hinzu. Diese auf den ersten Blick harten Bedingungen bieten einen guten Schutz für die kleinen Flamingos. Die Temperatur ermöglicht es, die Eier zu jeder Jahreszeit auszubrüten, und der Geruch hält Raubtiere davon ab, sich diesem Ort zu nähern. Aber das Hauptphänomen des Natronsees sind die blutroten Wasser. Zum Glück passiert das nur einmal im Jahr. In den heißesten Monaten Februar und März ändert der See seine Farbe. An einigen Stellen ist er mit einer salzigen Kruste von intensiv roter Farbe bedeckt. Die Lösung liegt in der hohen Konzentration von Carbonat, Natrium und großen Kolonien von Cyanobakterien. Das Wasser wird sehr zähflüssig und der Geruch verstärkt sich. In solchem Wasser zu baden ist natürlich nicht ratsam. Jede Berührung und sofort entsteht eine sehr starke Verbrennung. Allerdings reicht der Anblick von Skeletten und Mumien aus, um das zu verstehen. Schwarzer Sturm. Wenn ein riesiger Schwarm Vögel mit lauten Schreien chaotisch am Himmel umherfliegt, wird einem unwohl. Panik in der Brust. Fragen im Kopf. Steht die Apokalypse bevor? Ist Alfred Hitchcock von den Toten zurückgekehrt und dreht einen neuen Teil des Films Die Vögel? Oder ist es ein Experiment, das außer Kontrolle geraten ist? Keine Sorge, Freunde, es ist nur eine Murmuration. Hinter diesem komplexen und vielen unbekannten Wort verbirgt sich der grandiose und beeindruckende Tanz der Stare. Der koordinierte Flug von Hunderten von Individuen kann die unglaublichsten Formen annehmen. Meistens sind es irgendwelche abstrakten Figuren. Lebendige Wolken verkleinern und vergrößern sich. Plötzlich verwandelt es sich in ein Fragezeichen. Manche sehen ein Gesicht oder viele Gesichter. Und eine Sekunde später ist es bereits ein wahnsinnig riesiger Vogel. Beim Anblick eines so schönen Phänomens kann man sich fragen: Wie stoßen sie nicht zusammen? Die Fluggeschwindigkeit der Stare während der Murmuration erreicht 31 Meilen pro Stunde. Einen Anführer gibt es in diesem großen Schwarm auch nicht. Wie schaffen sie das? Der berühmte Ornithologe Edmund Selous vermutete in den 1930er Jahren, dass Vögel Telepathie nutzen. Aber bereits in den 1950er Jahren bewies eine Gruppe von Wissenschaftlern, dass Kollisionen vermieden werden. Ihnen hilft eine hohe Koordination und genetisches Gedächtnis. Und im Jahr 2013 stellte eine andere Gruppe einen weiteren Faktor fest. Während des Fluges beobachten Stare ihre Nachbarn. Jeder Vogel verfolgt bis zu 7 Individuen gleichzeitig. Dies ist die schnellste Reaktion der Welt auf die Aktionen anderer Mitglieder. Der Schwarm. Obwohl Wissenschaftler bisher keine genaue Antwort gefunden haben, warum Murmurationen auftreten, neigen die meisten zu 2 Theorien: Schutz vor Raubtieren und das Training der Flugfähigkeiten bei Jungvögeln. Ein Gewitter, wie der Zorn der Götter. Über dem Krater des Vulkans erhebt sich eine riesige schwarze Säule, feurige Ströme fließen hinab, der Geruch von Schwefel breitet sich in der ganzen Umgebung aus, die gesamte Gegend wird augenblicklich mit Asche bedeckt. Aber als ob das nicht genug wäre. Mitten im Zentrum blitzt plötzlich ein Blitz auf. Schmutziger oder vulkanischer Blitz ist ein sehr schönes, aber äußerst gefährliches Phänomen. Es ist seit sehr alten Zeiten bekannt. Es wurde in der Kultur normalerweise als der Zorn des Hauptgottes des Pantheons dargestellt. Im antiken Griechenland galt dieser Blitz als der Zorn des Hephaistos. Die bekannteste Erwähnung eines Schlammentladers ist mit dem Ausbruch des Vesuvs verbunden. Das Phänomen des schmutzigen Gewitters ist ziemlich selten. Dies geschieht aufgrund der Kollision und Zersplitterung negativer Aschepartikel mit positiv geladenen vulkanischen Gasen. Die Rauchfahnen mit Blitzen können manchmal eine Höhe von 27 bis 33,5 Meilen erreichen. Je mehr Partikel vorhanden sind, desto mehr Blitze entstehen. Am häufigsten kann dieses Phänomen am Vulkan Sakurajima in Japan beobachtet werden. Der Kameramann Mark Siegel hat eines davon gefilmt und das Geschehen als eine Variante des Weltuntergangs beschrieben.
Die Druckwelle und der Klang traten mit einer Verzögerung von einigen Sekunden auf, nachdem wir den Ausbruch gesehen hatten. Dieser kurze Moment ließ mich ziemlich nervös werden. Ich hätte nie gedacht, wie stark sie sein würde. Das Stativ und die darauf befindliche Kamera begannen zu zittern. Ich spürte den Atem aus den Tiefen der Erde. Er kam als sehr kurzer, aber kraftvoller Windstoß. Die größte Anzahl von Schlammblitzen wurde während des Ausbruchs des Vulkans Eyjafjallajökull in Island registriert. Vom 11. bis 20. Mai wurden mehrere Dutzend Blitzeinschläge verzeichnet. Jeder von ihnen wurde von lauten Donnerschlägen begleitet. Hypnotisches Licht? Was denken Sie, wie groß ist die Chance, dass Ihre Realität zu einem Computerspiel wird? Ein einfacher Abendspaziergang wird zu einer Quest. Sie gehen einfach die Straße entlang, als in Ihrer Nähe eine Lichtsäule erscheint und Sie quasi einlädt. Oder vielleicht haben intelligente Außerirdische ihre Landeplätze markiert? Ich versichere Ihnen, hier gibt es keine Mystik oder Verschwörungstheorien. Unser Hauptstern namens Sonne kann bei einer bestimmten Position von 6 Grad über dem Horizont oder 20 Grad dahinter auf ungewöhnliche Weise reflektieren. Fast horizontale, flache Flächen von sechseckigen oder säulenförmigen Eiskristallen erzeugen ein ungewöhnliches Phänomen. Gefrorene Wasserpartikel in der Luft brechen das Sonnenlicht und als Ergebnis sehen wir riesige helle Säulen. Aber das kann man nicht nur abends sehen. Auch Cirruswolken am Tag können die Ursache für das Erscheinen einer Lichtsäule sein. Das hängt mit denselben Eiskristallen zusammen, jedoch in viel größerer Menge. In den mittleren Breiten gibt es praktisch keine natürlichen Lichtsäulen, jedoch können sie mit denselben Kristallen entstehen, aber bereits von künstlichen Lichtquellen, wie von einer starken Laterne oder einem hellen Schild. Ein echtes Wunder kann man in den Regionen unseres Planeten sehen, wo regelmäßig oder ständig niedrige Temperaturen herrschen. Zum Beispiel die Niagarafälle im Winter, die Lichter des heiligen Elmsfeuers. Jules Verne schrieb in seinem Roman Reise zum Mittelpunkt der Erde über ein kleines wanderndes Licht am Ende des Mastes. Solche Lichter erschienen während eines Gewitters auf den Masten des Schiffs in Moby Dick und die alten Griechen nannten sie die Lichter von Castor und Pollux oder das Sternbild der Zwillinge. Was sind diese geheimnisvollen Licht- und Blitzerscheinungen? An den scharfen Enden hoher Gebäude, Türme, scharfen Felsen, manchmal können Lichtbündel entstehen, die als Lichter des heiligen Elmsfeuers bezeichnet werden. Die hohe elektrische Feldstärke von unglaublichen 100.000 Volt pro Meter ist eine starke Quelle für dieses Phänomen. Entladungen treten während Gewittern und im Winter während Schneestürmen auf, ebenso bei Sand- oder Staubstürmen. Die in den oben genannten Büchern und historischen Aufzeichnungen beschriebenen Fälle zeigen, dass sie auch während eines Seesturms auftreten. Sehr oft kann man diese Blitze durch das Bullauge auf der Oberfläche des Flugzeugrumpfes beobachten. Einmal wurden diese Lichter beinahe zum Vorboten einer schrecklichen Flugzeugkatastrophe. Im Jahr 1982 führte eine Boeing der Fluggesellschaft British Airways einen Flug von Großbritannien nach Neuseeland durch. Während des Überflugs über die Insel Java flog das Flugzeug in eine Aschesäule des Vulkans Galunggung. Die Piloten erkannten dies aufgrund der plötzlich auftretenden Lichter auf der Windschutzscheibe. Es schien, als hätten sie das ganze Flugzeug bedeckt. Die Elektronik begann allmählich auszufallen. Gleichzeitig legte die Asche alle 4 Triebwerke lahm. Zum Glück gelang es der Besatzung, ein Triebwerk neu zu starten und im Flughafen von Jakarta zu landen. Keiner der 240 Passagiere und 15 Besatzungsmitglieder wurde verletzt. Eine Eiszeit bricht an. Wie würden Sie sich fühlen, wenn Sie statt eines starken Kaffees von einer lebendigen Eiswand geweckt werden? Eine Tasse mit einem heißen Getränk in den Händen und die durchdringende Kälte im ganzen Körper. Gruselig, nicht wahr? Ein ungewöhnliches und beeindruckendes Naturphänomen, das bei starken und anhaltend niedrigen Temperaturen auftritt, wird als Eistsunami bezeichnet. Es handelt sich um eine schnelle Bewegung von Eis und Schnee, die in Küstengebieten oder auf Eisdecken von Gewässern auftreten kann. Normalerweise ist dies mit starken Stürmen oder Winden verbunden. Infolgedessen können großflächige Verschiebungen von Eismassen beobachtet werden. Manchmal können sie beträchtliche Größen erreichen und eine Gefahr für Küstenanlagen und Infrastruktur darstellen. Am häufigsten können Eistsunamis auf Meeren, großen Seen und Flüssen auftreten. Dieses Ereignis kann ernsthafte Folgen für Städte und landwirtschaftliche Felder haben. Eines Wintermorgens fühlten sich die Bewohner der Küstenstadt Manitoba in Kanada, als wären sie am Set eines Katastrophenfilms. Im Jahr 2013 vereinigten sich Millionen von Eisschollen zu einer gigantischen Wand und begannen ihren Marsch. An manchen Stellen erreichte die Höhe 33 Fuß. Zeugen dieses Phänomens verglichen das Geräusch des Eisvorstoßes mit Donner, dem Rattern von Zugrädern und unzähligen gleichzeitig zerbrechenden Fenstern. An manchen Orten drang die kalte Welle durch die Häuser. Jahrzehntealte und dicke Bäume brachen wie Streichhölzer. Das Ereignis dauerte nur 15 Minuten. Das reichte aus, um mehrere Gebäude zu beschädigen oder vollständig zu zerstören.
Ein ähnliches Ereignis wurde auch in Minnesota am Lake Mille Lacs beobachtet. Ein Sturmwind mit einer Stärke von 37,5 Meilen pro Stunde trug Tonnen von Eis an das Ufer der Stadt Anamia. Die Einheimischen hatten kaum Zeit, ihre Sachen aus den Hinterhöfen zu holen. Am schlimmsten traf es die Resorts, die so nah wie möglich am Gewässer gebaut wurden. Falsche Sonne. Viele halten es für eine wunderbare Art, den Tag zu beginnen, den Sonnenaufgang zu erleben. Einige behaupten, dass es unbedingt Glück bringen wird. Stellen Sie sich einfach vor, Sie stehen auf einer schönen, weiten Lichtung oder an einem Felsvorsprung. Die Dunkelheit beginnt von einem hellen Licht durchbrochen zu werden. Da ist es. Aber warten Sie. Woher kommt die zweite Sonne? Eine dritte? Eilen Sie nicht, um ein Lotterielos zu kaufen. Genießen Sie dieses Bild. Noch ein wenig. Ein Parhelion ist eine weitere Art von optischem Phänomen. Dabei erscheinen am Himmel helle Flecken, die der Sonne ähneln. Normalerweise sind sie seitlich von der echten Sonne angeordnet. Es entsteht durch die Brechung des Sonnenlichts in Eiskristallen, die sich in der Atmosphäre befinden. Oft wird dieses Ereignis als falsche Sonnen bezeichnet. Man kann es zu jeder Tageszeit beobachten. Jedoch sind Parhelien am hellsten, wenn die Sonne hoch steht. Eine wichtige Voraussetzung für das Auftreten kann eine sehr große Menge gefrorener Wassertropfen sein. Diese wiederum bilden sich in Cirruswolken in einer Höhe von über 16,5 Fuß. Dieses Phänomen wird oft in der kalten Jahreszeit beobachtet, besonders im Winter. Im Jahr 2021 erlebten die Bewohner der finnischen Stadt Sotkamo ein wahres Wunder. Über dem Horizont erschienen gleichzeitig 3 Sonnen. Sie waren durch einen goldenen Ring miteinander verbunden und diejenigen, die dieses Bild fotografierten, waren noch mehr erstaunt. Auf dem Foto konnte man sofort 4 Sonnen erkennen. Es scheint, als wüssten wir jetzt, wo die wahren Glückspilze leben. Ein Berg, dem jemand eine Mütze aufgesetzt hat. Stellen Sie sich vor, Sie haben Hunderte von Metern erklommen, um den legendären Berg Fuji zu sehen. Das Wetter ist fast perfekt und nichts versperrt die Sicht. Die frierenden Kameras schaffen es kaum, das Wunder der Welt festzuhalten, als sie etwas Lustiges bemerken. Der majestätische Fuji hat eine Wolke wie eine Mütze aufgesetzt, offenbar um die Spitze nicht zu erfrieren. Herzlichen Glückwunsch! Sie hatten das Glück, ein linsenförmiges oder lentikulares Wolkengebilde zu sehen. Ein erstaunliches Naturphänomen, das Bewunderung hervorruft. Diese wolkenförmigen Linsen oder Schilde erscheinen normalerweise in mittlerer Höhe. Meistens von 6.500 bis 9.500 Fuß. Sie entstehen durch besondere Wetterbedingungen. Feuchte und abgekühlte Luft trifft auf Hindernisse, zum Beispiel einen Berg oder Hügel. Linsenförmige Wolken haben eine relativ stabile Form und können ihre Merkmale ziemlich lange beibehalten. Übrigens erzeugen linsenförmige Wolken oft unvergessliche visuelle Effekte bei Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang. Das Licht bricht sich durch ihre feinen Strukturen und verleiht ihnen erstaunliche Farben und Schattierungen. Es ist wichtig, Folgendes zu beachten. Es ist nicht nur eine schöne atmosphärische Erscheinung. Diese Luftkappen sind ein wichtiger Teil der Klimaforschung. Lentikulare Wolken sind von großem Interesse für Wissenschaftler. Und natürlich auch für einfache Liebhaber, die es einfach lieben, den Himmel zu beobachten. Eines der schönsten Phänomene ereignete sich im Gebirgsmassiv Pilorit auf der Insel Kreta. Gleich 2 Wolkenkappen bedeckten den Gipfel. Interessanterweise blieben die linsenförmigen Wolken unbeweglich, während die gewöhnlichen Wolken vorbeizogen. Erstaunlich, nicht wahr? Feurige Tänze. Während der schrecklichen Brände in Kalifornien konnten die Einheimischen beeindruckende Anblicke beobachten, die bis in die Fingerspitzen gingen. Die Flammenzungen wurden plötzlich hoch und dünn. Dann begannen sie sich zu bewegen und die Richtung war nicht vorhersehbar. Ein seltenes Phänomen, bei dem 2 Elemente aufeinandertreffen. Das nennt man tanzendes Feuer. Mehrere separat brennende Feuerstellen vereinen sich zu einem mächtigen Flammenwirbel. Dies geschieht aufgrund eines starken Auftriebs, heißer Luft und der Rotation der Luftmassen. Ein Feuerwirbel kann eine enorme Höhe von bis zu 328 Fuß und einen Durchmesser von 98 Fuß erreichen. Ein solches Spektakel kann sich über sehr große Entfernungen ausbreiten. Die Windgeschwindigkeit im Inneren des Wirbels kann über 62 Meilen pro Stunde betragen, was ihn äußerst zerstörerisch macht. Die Temperatur im Zentrum kann mehrere tausend Grad erreichen. Fahrenheit, alles, was sich auf dem Weg eines solchen Albtraums befindet, wird zerstört. Dieses Phänomen wird oft von dichtem Rauch begleitet, der das düstere und furchterregende Bild vervollständigt. Ein Feuersturm ist nicht nur ein schönes und faszinierendes Schauspiel. Es ist eine ernsthafte Bedrohung für das Leben und die Gesundheit der Menschen. Es ist eines der gefährlichsten und zerstörerischsten Naturphänomene und hat katastrophale Folgen. Ein solcher Feuertornado in Los Angeles zerstörte 12.000 Gebäude. Der Schaden belief sich auf über 57 Milliarden $. Ein Fest der Farben und Wunder am Himmel. Wie würden Sie das Nordlicht beschreiben? Welche Worte würden Sie wählen, um das Unwirkliche und Unfassbare auf Papier zu bringen? Schwierig? Natürlich.
Aber seien Sie nicht enttäuscht. Es ist nicht immer notwendig, dem, was Ihre Augen gesehen haben, eine andere Form zu geben. Aurora Borealis oder das Nordlicht ist eines der faszinierendsten Naturphänomene auf unserem Planeten. Das erstaunliche Schauspiel entsteht durch die Interaktion des Sonnenwinds mit der Magnetosphäre der Erde. Geladene Teilchen der Sonnenströme kollidieren mit dem Magnetfeld unseres Planeten. Sie bewegen sich zu den Polen und dort geschieht das eigentliche Wunder. Als Ergebnis dieses komplexen Prozesses erstrahlt der Himmel in erstaunlichen Schattierungen verschiedener Farben. Grün und Rot, Gelb und Blau. Manchmal sogar Violett. Jede Farbe erscheint je nach den Elementen, mit denen der Sonnenwind interagiert. Sauerstoff erzeugt grüne und rote Schattierungen, während Stickstoff für blaue und violette Töne verantwortlich ist. Besonders helle Erscheinungen kann man nach Sonneneruptionen beobachten. In diesem Moment bewegt sich eine riesige Wolke geladener Teilchen zur Erde. Das Nordlicht kann man von September bis April beobachten. Dafür muss man sich im Umkreis befinden. 53 Meilen vom Nordpol entfernt und idealerweise bei klarem und frostigem Wetter fernab von Stadtlichtern. Aber nicht nur die Erde kann sich dieses Phänomens rühmen. Polarlichter existieren auch auf anderen Planeten. Zum Beispiel sind sie auf dem Jupiter 1000-mal heller als die irdischen. Und das Leuchten des Saturn erreicht eine beeindruckende Höhe von 4000 Fuß. Das Nordlicht bleibt eines der begehrtesten Naturphänomene zur Beobachtung und zieht Tausende von Touristen aus der ganzen Welt an. Es ist ein wahres Wunder der Natur, das uns die Schönheit und Komplexität unseres kosmischen Zuhauses bewundern lässt. Das seltenste Nordlicht ereignete sich 2023 in Dänemark. Etwa eine Stunde lang beobachteten die Zeugen des Ereignisses einen blutrot leuchtenden Lichtschweif. Pfannkuchen auf dem Wasser, aber nicht die üblichen. Es ist ein niedliches und lustiges Vergnügen, Pfannkuchen über das Wasser springen zu lassen. Manche besitzen ein hohes Geschick und können mit nur einem Wurf eines Steins bis zu 10 Sprünge auf der Wasseroberfläche erzeugen. Aber was, wenn das Wasser selbst das auch könnte? Und manchmal sogar in größerem Maßstab. Alles beginnt, wenn die Lufttemperatur unter 0 Grad sinkt. Der Fluss ist noch nicht vollständig zugefroren. Auf der Wasseroberfläche bildet sich eine dünne Eisschicht, die durch die Strömung oder den Wind in einzelne Stücke zu brechen beginnt. Eispfannkuchen kann man in der kalten Jahreszeit auf offenen Gewässern beobachten. Runde Eisstücke schwimmen auf der Oberfläche. Seltsamerweise ähneln sie riesigen Pfannkuchen mit einem Durchmesser von einigen Zoll bis zu einem ganzen Fuß. Sie scheinen auf der Wasseroberfläche zu tanzen. Manchmal verbinden sie sich miteinander und bilden ganze Eisfelder. Aber warten Sie. Es wird noch interessanter. Diese Eisschollen beginnen sich im Wasser zu drehen, wie kleine Kreisel. Dank der ständigen Bewegung hilft die Strömung ihnen, eine perfekte runde Form anzunehmen, ähnlich wie ein Schneeball rund wird, wenn man ihn über den Boden rollt. Während sie sich drehen, fängt jedes Stück neue Eisschichten ein, vergrößert sich allmählich und wird immer stabiler. Dieses Phänomen kann besonders häufig in nördlichen Breiten beobachtet werden, wo die Winter hart sind und die Flüsse allmählich zufrieren. Zum Beispiel Alaska, Kanada und Finnland. Ein ungewöhnlicher Ort für die Bildung von Eisdonuts ist der Okanagan-See in British Columbia geworden. Die Bewohner der Stadt Penticton bemerkten Hunderte und Aberhunderte von Kreisen aus Eis und Schnee. Überrascht von diesem Ereignis veranstalteten die Einheimischen ganze Fotoshootings und der Okanagan-See erlangte weltweite Bekanntheit. Lebende Steine. Märchen oder nicht? Schließen Sie die Augen und stellen Sie sich das Bild vor. Riesige Felsbrocken mit einem Gewicht von bis zu 350 Kilogramm gleiten langsam über den lehmigen Boden des Sees. Hinter ihnen ziehen sich lange Spuren, die sich über mehrere Meilen erstrecken. Sie befinden sich im geheimnisvollen Tal des Todes. Dort, im ausgetrockneten See Racetrack Playa, findet eines der erstaunlichsten Naturphänomene statt, die sich bewegenden Steine. Diese geheimnisvollen Reisenden kommen nur alle 2-3 Jahre in Bewegung. Und wenn das passiert, sind sie in der Lage, beeindruckende Entfernungen zurückzulegen. Kleine Steine können in einem Winter mehr als 650 Fuß zurücklegen. Die Spuren dieser Felsbrocken sind ebenfalls unterschiedlich. Felsbrocken mit gerippter Unterseite hinterlassen gerade Spuren. Diejenigen, die auf der flachen Seite liegen, scheinen zu wandern und ändern ständig die Richtung. Lange Zeit blieb dies eines der großen Rätsel der Natur. Menschen versuchten, es mit übernatürlichen Kräften zu erklären. Die Wissenschaft mit Magnetfeldern. Die Wahrheit erwies sich als viel interessanter. Alles dank einer einzigartigen Kombination von Bedingungen. Dieses Phänomen beginnt damit, dass nach seltenen Regenfällen Wasser im südlichen Teil des Sees gesammelt wird. Nachts friert es ein und bildet dünne Eisschichten mit einer Dicke von nur 20 mm. 0,23 Zoll. Dann kommt der Wind ins Spiel. Ein Strom mit einer Geschwindigkeit von 90 Meilen pro Stunde erfasst diese treibenden Eisschollen zusammen mit den Steinen und dann beginnen die Steine ihre gemächliche Reise mit einer Geschwindigkeit von 3,2 Zoll pro Minute. Dieses erstaunliche Naturphänomen zieht weiterhin die Aufmerksamkeit von Wissenschaftlern und Touristen aus der ganzen Welt auf sich.
Erst 2014 konnten Forscher zum ersten Mal die Bewegung der Steine direkt mit speziellen Sensoren und Kameras aufzeichnen. Sie haben schließlich das Geheimnis gelüftet, das seit Jahrhunderten die Fantasie der Menschen beflügelt hat. Die Stimme der Erde. Und der letzte, aber nicht weniger bedeutende Teilnehmer in unserem Ranking. Das rätselhafte Brummen tief im Inneren der Erdkruste. Manche halten es für das Ergebnis der Arbeit von Bohrmaschinen, andere für den Versuch einer verborgenen Welt mit uns Kontakt aufzunehmen. Das Taoshum ist ein Rätsel, das Wissenschaftler und Einheimische seit Jahrzehnten verwirrt. Der tiefe, summende Ton ähnelt dem entfernten Dröhnen eines Strahltriebwerks oder dem Betrieb eines riesigen Transformators. Er ist periodisch in verschiedenen Teilen der Welt zu hören. Am häufigsten wird er in der amerikanischen Stadt Taos im Bundesstaat New Mexico registriert. Erstmals erregte das Phänomen in den 90er Jahren breite Aufmerksamkeit. Damals begann eine Gruppe von Forschern, die Beschwerden der Einheimischen über das seltsame Summen zu dokumentieren. Seltsamerweise hören ihn bei weitem nicht alle. Laut einigen Berichten konnten nur etwa 2% der Bevölkerung diesen Ton wahrnehmen. In seltenen Fällen kann er so laut sein, dass er den Schlaf stört und sogar Kopfschmerzen verursacht. Der Taoshum hat eine charakteristische Frequenz von etwa 30-40 Hertz. Der untere Bereich des menschlichen Gehörs liegt bei 16 Hertz. Die Lautstärke des Geräusches kann je nach Tageszeit und Wetterbedingungen variieren. Metallische Gegenstände wie Wasserrohre und Eisenbahnschienen verstärkten die Wahrnehmung des Summens. Es gibt mehrere Vermutungen über die Natur dieses Phänomens. Es handelt sich um Infraschall von entfernten Vulkanen oder Erdbeben sowie um niederfrequente elektromagnetische Wellen und geologische Prozesse in der Erdkruste. Aber die Haupttheorie besagt, dass es sich um menschengemachte Quellen wie Industrieanlagen und militärische Ausrüstung handelt. Das Geheimnis des Taoshums liegt auch darin, dass es äußerst schwierig ist, ihn mit herkömmlichen Geräten zu erfassen. Forscher installierten empfindliche Mikrofone an Orten, an denen die Bewohner regelmäßig das Brummen hören, aber die Geräte registrierten oft nichts. Dies hat viele Verschwörungstheorien hervorgebracht. Von geheimen militärischen Experimenten bis hin zum Einfluss außerirdischer Zivilisationen. Trotz zahlreicher Untersuchungen gibt es bis heute keine einheitliche Meinung über die Ursache des Taoshums. Er bleibt eine der faszinierendsten Rätsel der modernen Wissenschaft und zeigt uns, wie viel Unbekanntes und Unerklärliches es gibt, in unserer Welt existiert. Nun, liebe Zuschauer des Kanals, heute haben Sie sicherlich von vielen ungewöhnlichen und vor Ihrer Neugierde verborgenen Naturphänomenen erfahren. Wir hoffen, dass dies die spannendste Reise in die Welt der Ereignisse auf unserem Planeten war. Erzählen Sie in den Kommentaren, was Sie bereits wussten und was für Sie eine Entdeckung war. Wir sehen uns im nächsten informativen Video. Bis dann, Pancake!